neuer Tag, ein neues Land. Gerade sind wir in Luang Prabang in Laos gelandet. Am Ufer des Mekong gibt es erstmal einen unglaublich leckeren laotischen Kaffee. Und schwupp sitzen wir in Herrn Tongs Boot und schippern den Mekong runter. Wir hatten dann die großartige Idee, beim Markt von Bord zu gehen. Wir meinten den Touri-Markt, er den Gemüsemarkt ein paar Kilometer außerhalb von Luang Prabang. Am Weg zurück sind wir über den Mount Pusi mit seinen wunderschönen goldenen Buddha-Statuen und dem tollen Ausblick über Luang Prabang marschiert. Danach geht's über die Bamboo Bridge, die jedes Jahr nach der Regenzeit neu aufgebaut wird, zurück in die Stadt, wo wir uns nach einer Stärkung ins Nachtleben stürzen. Mit dem Tuk-Tuk geht's raus aus der Stadt zu den Kuangsi-Wasserfällen. Die Wasserfälle sind wirklich beeindruckend. Wir haben es uns nicht nehmen lassen, darin herumzuplanschen. Und wie es der Zufall so will, trifft man mitten im laotischen Dschungel Freunde aus Wien. Hallo Colin! Am Tag darauf habe ich mir ein rosa Fahrrad ausgeborgt und bin davon gedüst. Ich habe mir etwas mit mehr PS genommen und bin mit meinem Guide über Stock und Stein in den bergigen Dschungel gedüst. Wir haben ein idyllisches Bergdorf besucht. Danach ging es weiter zu den Pak-O-Höhlen mit ihren tausenden Buddha-Statuen.
Zurück in Luang Prabang habe ich Wim in einer Bar gefunden. Noch schnell den Flo verarzten und mit leckerem Essen von seiner wahrscheinlich gebrochenen Hand ablenken. An unserem letzten Tag in Luang Prabang ist es so heiß, dass wir uns eine Abkühlung in der La Pistoche Poolbar gönnen. Und ab dann wird's anstrengend. Unser nächstes großes Ziel ist Siem Reap in Kambodscha. Mit dem Nachtbus fahren wir erstmal nach Vientiane. Dort machen wir eine kurze Verschnaufpause mit einem Stadtbummel über den Nachtmarkt. Dann geht's los mit mehreren Zügen, Bussen, Tuk-Tuks, vielen Aufenthalten in Bahnhöfen. Von Laos geht's über die Friendship Bridge Richtung Bangkok und mit dem Minibus weiter an die kambodschanische Grenze, wo wir unsere Pässe von der thailändischen Mafia freikaufen mussten. Haben wir es doch tatsächlich nach 27 Stunden Fahrt endlich nach Kambodscha geschafft. Und uns ein leckeres Angkor-Bier verdient. Mit dem Tuk-Tuk fahren wir zu den Tempelanlagen von Angkor. Zum Sonnenuntergang geht's auf dem Phnom Penh, dem Tempel auf dem Berg. Affenheiß beim Rauflatschen, weil natürlich langärmelig und lange Hose. Oben angekommen, 1000 Touristen, 90% davon mit Selfie-Stab. Wir genießen einfach den Sonnenuntergang und machen natürlich auch ein paar Selfies. Der Sonnenaufgang in den riesigen Tempelanlagen von Angkor Wat ist sehr beeindruckend. Ein bisschen Indiana Jones Feeling kommt schon auf, als wir dann tiefer in den Dschungel zu den Tempeln Ta Prohm, Bayon und Angkor Thom gehen.
sind wir zwei alten Seebären auf hoher See mit dem Boot unterwegs. Naja, es ist der Tonle Sap, der größte See Südostasiens. Wegen der Trockenzeit können wir aber nicht tiefer in die ansonsten so schönen Mangrovenwälder fahren. Aber ein paar der schwimmenden Dörfer sehen wir ja doch. Von Siem Reap fahren wir mit dem Minibus nach Trat an der thailändischen Küste, wo wir die Fähre auf die Insel Koh Chang nehmen. Dort angekommen, genießen wir das Meer und die traumhaften Strände. Und die leckeren Cocktails. Und nachdem Chillen auf Dauer doch langweilig ist, besuchen wir noch die Kochschule von Madame Nam. Ich sag nur Nam 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 Nam. Am besten erkundet man Koh Chang mit einem geborgten Moped. Die Straßen sind eng, bergig und voller Serpentinen, machen aber unglaublich Spaß. Abends wieder ein Cocktail in der Hängematte in unserer gemütlichen Unterkunft im Paradise Cottage. Tag 22. Mit dem Moped fahren wir wieder in die Berge zu den Klong Klu Wasserfällen.
Endlich wieder ein bisschen spazieren. Dort ist es schön. Nur wieder diese elenden Hornhautknabberfischleins. Gratis Fischspa. Die folgenden Aufnahmen sind nicht für Mimis Mama geeignet. Was hier so aussieht, als würde Mimi mit dem Moped die Bergstraßen rauf und runter düsen, sind Special Effects. Aber es macht so richtig Spaß. Unsere letzten Tage in Südostasien verbringen wir in Bangkok. Den Bus für ca. 6 Cent können wir uns gerade noch leisten. Unsere restlichen Baht verprassen wir im MBK Einkaufszentrum. Mimi gönnt sich todesmutig ein ganz spezielles Eis. Happy Wife, Happy Life. An unserem letzten Tag lassen wir es noch einmal so richtig krachen mit der Midnight Food Tour bei Tuk Tuk. Endlich am Treffpunkt angekommen, geht es auch gleich los. René, wie ich ihn liebevoll nenne, ist unser Tuk-Tuk-Fahrer für die Nacht. Wir fahren durch die Straßen Bangkoks, was schon ein Highlight ist, zu den top beliebten Standeln der Locals, die teilweise ihre Küchen in den dunklen und verwinkelten Gassen haben. Unsere Challenge ist es, alles zu essen, was wir angeboten bekommen. Wollt ihr Innereien? Klar! Wir sehen Wat Po bei Nacht
und dem größten Blumenmarkt Asiens. Das Highlight ist die Rooftop-Bar über den Dächern Bangkoks. Diese Foodtour ist der perfekte Abschluss unserer traumhaften Reise.